GPT-5 ist raus. OpenAI hat es endlich released. Lange haben wir drauf gewartet. AGI, die Artificial General Intelligence, soll uns damit ein großes Stück näher kommen. Die Superintelligenz, die hinter KI steckt. Und Sam Altman hat große Stücke auf dieses Model gehalten. Hat gesagt, er kommt sich dagegen ja praktisch nutzlos vor, wenn er das benutzt. Und wir werden heute uns ansehen, was sich für dich als Unternehmer, als Unternehmen ändert bei der Nutzung von GPT-5 bzw. mit diesem Release und worauf du achten musst. Mein Name ist Patrick Beck, ich habe bereits seit 2005 gegründet und bin Geschäftsführer der Rescale Consulting GmbH. Ich habe über 300 Unternehmen beraten und mit Dienstleistungen zum Thema Künstliche Intelligenz, Software und Automation bedient und bin zertifizierter Scrum Master, Safe und Product Owner, AML Officer und auch Certified Ethical Hacker. In diesem knalligen Design hat uns ChatGPT gestern begrüßt mit einem Willkommen bei GPT-5. Und ja, ich war etwas überrascht über das neue Design, über die Auswahl, über die 5, die auf einmal bei meiner Model-Auswahl stand. Ich habe mich direkt auf die Suche gemacht, wo denn mein O3 oder mein O3 Pro verschollen ist oder für meine Texte die anderen Modelle und musste dann vorstellen, es gibt hier nur noch GPT-5 als Flagship-Model, es gibt hier unter den anderen Modellen nur noch GPT-5 Thinking und es gibt noch unter den Pro-Nutzern das GPT-5 Pro. Ja, was nun? Vielleicht hast du auch GPT-4.5 für seine sehr menschliche Ausdrucksweise genutzt oder GPT-4.1 für sehr große Kontexte zum schnellen Programmieren. Das alles ändert sich jetzt und wir müssen uns mit den neuen Modellen vertraut machen. Das ist insbesondere deshalb ein bisschen ärgerlich, weil wir uns ja in unserem Alltag und unseren, ja, sag ich mal, Tätigkeiten, die wir machen, jetzt erstmal umstellen müssen. Und ich bin ein bisschen traurig um GPT-4.5, denn wir erinnern uns an den Turing-Test, der daran testet, ob ein Modell menschlich wirkt oder wie Menschen die Unterhaltung mit einem Chatbot mit einem bestimmten Modell bewerten. Und das Interessante ist, GPT-4.5 hat dabei eine Score von 73% erreicht. Das heißt, Menschen haben zu 73% dieses Modell als Mensch erkannt. Normale Menschen haben dabei nur 63% erreicht, wenn sie mit anderen Menschen unterhalten haben. Das hat für mich sehr für GPT-4.5 gesprochen und ich habe es dafür zum Beispiel auch für bestimmte Copy-Textings benutzt. Und ja, das müssen wir jetzt in unseren Alltag mit GPT-5 lösen. Aber lass uns erstmal durchgehen. Wir haben ja GPT-5 mit einigen schönen Features und schönen Neuerungen. Es soll ja ein wesentlich besseres Modell sein und OpenAI hat dazu gleich einige neue Statistiken rausgebracht von Tests, die sie selbst gemacht haben. Zum Beispiel die AIME 2025 Competition Math, dabei hat man sozusagen im Vergleich zu anderen Models gerechnet. Und GPT-5 Pro ist in der Ausführung mit Python auf 100% gekommen. Wir sagen selbst, soll man nicht vergleichen, denn mit dem Tool Access erreicht es halt wesentlich mehr. Aber dadurch, dass es Zugriff auf diese Tools hat, kann es eben diese 100% erreichen. Und das ist tatsächlich schon erstaunlich. Und wir haben natürlich eine krasse, und das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte bei diesen Neuerungen, Halluzinationsrate, die wesentlich geringer ist als bei den anderen Modellen. Hier haben wir einen Vergleich zwischen GPT-5 und OpenAI O3 und O3 war ja auch schon ein Reasoning Model und ja, hier hat man GPT-5 mit Thinking und dabei erreicht es ja praktisch eine Halluzinationsrate, die runtergeht bis 0,7%, wo O3 bei Longfile Concepts bei 4,5, 5,1 oder 5,7% war. Und das ist wirklich erstaunlich und wird uns praktisch in der Ausführung unserer Arbeiten nochmal um einiges weiterhelfen, weil damit das Erfinden von Informationen sich weiter reduziert. Auch ein wichtiger Punkt ist die Reduzierung der Sycophancy, sozusagen der Kriecherei, die 4O ja besonders stark gemacht hat, aber auch O3 und ist damit eben ja weniger agreeable. Also es stimmt uns einfach viel seltener zu, sondern ist auch ein bisschen kritischer und verwendet viel weniger ja hypende Emojis, sondern versucht sich jetzt ein bisschen mehr wie ein
sage ich mal, hilfreicher Freund, der aber trotzdem ein bisschen kritischer ist als vorher, ja, zu benehmen. Und ja, das Thema Sycophancy und Agreeableness, wie manipuliert uns KI, das habe ich ja auch in meinem letzten Video sage ich mal, deklariert. Das kannst du dir auch in der Videothek bei uns ansehen. GPT-5 wurde damit vor allem von sehr vielen bereits frühen Testnutzern wie Cursor, Versal, aber auch Lovable, die Umgebung, in der man ja ganze Web-Applikationen programmieren lassen kann, getestet, die das allesamt für, sag ich mal, bahnbrechend bewertet haben. Es gibt auch einige Stimmen, die sagen, GPT-5 ist der Lovable-Killer, weil man damit ja praktisch direkt selbst ohne Lovable ganze Anwendungen entwickeln kann. Und das fand ich interessant und habe mir dazu auch die Beispiele angesehen, die GPT-5 herausbringt. Und zwar gibt es dazu einige Beispielprompts, die man hier auf der Seite sehen kann, wie man ja, so eine Anwendung direkt programmieren lassen kann. Das gucken wir uns direkt mal an und zwar hat dazu OpenAI selbst hier nochmal ein paar Beispiele mit Demo-Prompts rausgebracht. Hier ist zum Beispiel ihr Presso Lab Website, mit dem man mit diesem Prompt diese Website erstellen kann, die praktisch ja fast ready to go ist und uns ja die Möglichkeit gibt, mit wenig Aufwand große Ergebnisse zu erzielen. Hier gibt es zum Beispiel eine Audio-Step-Sequencer-App, mit der man ja bestimmte Beats oder sowas erstellen kann. Und hier haben wir auch ein Outer Space Game. Das werden wir uns auch mal kurz ansehen. Es sind keine Downloads, die benötigt werden. Und hier ja, kann man einen Klassiker spielen, der ja praktisch vorher schon mal ready war. OpenAI hat dabei auch weitere Beispiele rausgebracht, wie man praktisch mit einem One-Shot-Prompt ganze Spiele entwickeln kann. Das möchte ich euch mit euch mal ansehen und habe hier mal einen Beispielprompt kopiert, den wir jetzt mal kurz durchswipen, beziehungsweise direkt mal eingeben, in dem 5 Thinking und hier in Start gehen. So, damit ist das Spiel fertig. Hier habt ihr gesehen, der ganze Code lief durch. Das hat mir 3 Minuten gedauert, um das zu erstellen. Und jetzt können wir hier rechts oben sagen, Code ausführen und sehen damit das Spiel in Action. Ja, da sehen wir schon, der Ball ist etwas platt gedrückt, wenn er in Kurzform ist. Und ja, irgendwie funktioniert es. Eigentlich ganz süß. Und ja, hier sehen wir sogar, wir haben auch eine Tastaturmöglichkeit. Wir können jetzt R drücken und das Retry machen, Space oder Tab. Leider klappt es allerdings nicht in dem Moment. Das können wir wieder anhalten. Was ich mal getestet habe, ist eine Kleinigkeit an dem Prompt zu ändern, um zum Beispiel zu sagen, ich hätte gerne, dass die ja, Icons so und so aussehen, dass es vom UI her irgendwie mehr so Robot-ähnlich ähnelt. Und das Interessante ist, das Ergebnis war dann direkt fehlerhaft. Das heißt, GPT-5 hat mir gesagt, hey, ich kann es nicht ausführen, soll ich den Fehler beheben, und hat mich dann halt nochmal prompten lassen. Das ist interessant, weil es halt bestimmte Szenarien und bestimmte Vorbereitungen gibt, die von den Entwicklern von OpenAI getestet wurden. Wenn man davon aber ein Stück abweicht, halt trotzdem dann die Herausforderungen hat, die man eigentlich nicht haben möchte. GPT-5 ist ja erst seit gestern raus und heute scheinbar doch stark überlastet mit der Suche, die an GPT-5 angebunden ist. Das sehen wir hier unter der Statusseite, currently experiencing issues, und die Suche für ChatGPT-Nutzer ist down. Das heißt, es kann sich nur auf sein eigenes Wissen aus dem Model selbst und aus den internen Datenbanken speisen. Das ist etwas schade und deshalb möchte ich gerne einen Brief an Sam Altman hier formulieren lassen und sehen, wie GPT-5 diese Aufgabe bewältigt und wie wir weiter damit arbeiten können. Dafür geben wir mal ein, schreibe einen Brief an Sam Altman, wie bedauerlich die Probleme mit der Suche aktuell sind, dass diese auch laut Statusseite von OpenAI nicht funktionieren.
Und jetzt lassen wir eine Antwort generieren und einen Brief verfassen. Hier sehen wir das Reasoning. Ich schreibe einen Brief auf Sam Altman auf Deutsch. Überlegt er, ob er es doch auf Englisch macht. Und hier können wir auch sozusagen das Reasoning überspringen. Das ist ganz interessant, was wir vorher halt nicht so konnten. Das heißt, wir konnten einfach sagen, ist jetzt genug begründet und geh einfach straight durch. Und jetzt fängt er hier eben an, einen Brief zu schreiben. Das gehen wir durch. Sam Altman, vielen Dank, klare, konkrete Wünsche. Super. Das können wir hier auch in einem Canvas bearbeiten, was wir eben zum Beispiel beim Pro-Modell nicht haben oder hatten beim O3 Pro. Und jetzt schauen wir uns hier an. Wir können auch mit GPT-5 Pro mit voller Power entsprechend hier in diesen Text arbeiten. Und das finde ich sehr gut, weil das gab es vorher halt nicht. Wenn wir vorher O3 ein Canvas haben machen lassen, wo wir bestimmte Dokumente haben anlegen lassen, hatten wir keinen Zugriff mehr auf O3 Pro und das ist hier damit auch, sage ich mal, behoben. Und hier können wir dann natürlich hingehen und eine Nachfrage stellen, zum Beispiel schreib den Brief viel, sage ich mal, intensiver und ja, dann wird er das hier durchgehen, hier entsprechend mit dem 5 Pro Reasoning, was nochmal viel mehr Details aufwirft. Aktuell hat er keine Infos dazu und ist noch am Denken und wird diese Infos dann hier einfließen lassen. Das ist eigentlich eine super coole Sache, dass diese Modelle jetzt viel besser mit dem Interface verknüpft sind und das ist etwas, was wir in der Entwicklung auf jeden Fall benötigen, denn vorher gab es super verschiedene Modelle und die hatten alle ihre eigene Art und Weise, wie sie mit dem ChatGPT-Interface gearbeitet haben, eine eigene Intensität und manche Modelle konnten das, manche Modelle konnten in Projekten verwendet werden, manche Modelle konnten Canvas, andere konnten nicht mehr benutzt werden, wenn sie Canvas hatten, manche konnten mit Deep Research arbeiten, manche konnten nicht mehr arbeiten, wenn Deep Research im Chat drin war. Das war eine riesige Katastrophe letztlich und das ist jetzt im Prinzip mit GPT-5 ganz anders. Das heißt, wir haben eine Zentrierung wieder auf 1, 2, 3 Modelle, die wirklich effektiv gut integriert sind mit allen Funktionalitäten, die GPT so gibt. In Anführungsstrichen mit allen, dazu sage ich gleich noch etwas, vor allem hier in Europa. Jetzt lass uns doch noch mal kurz überlegen, wie gehen wir jetzt mit diesem neuen generalen Model denn um? Bedeutet, ja, wir können jetzt nicht mehr auf die Voreinstellungen, die verschiedenen Modelle wie FIO oder O3 oder O3 Pro, sag ich mal, in ihrem Verhalten äußern, sondern was wir jetzt können und tun müssen, ist in jedem Prompt die Art und Weise, wie wir möchten, wie sich das Modell verhält, wie es schreibt, halt direkt mitgeben, um GPT-5 damit die Möglichkeit zu geben, sich so zu verhalten, wie wir wollen. Bedeutet, wenn wir möchten, dass er besonders menschlich schreibt, müssen wir genau diese Parameter geben. Ihm sagen, identifiziere dich als Texter, als, sage ich mal, Autonormalverbraucher. Schreibe auf diese Weise, schreibe besonders ausführlich, umschweifend, verhalte dich besonders menschlich, rede mehr wie in einer Situation, wenn. Sodass wir diese normale Interpretation von der Sprache in einem bestimmten Kontext einfach direkt geben. Das heißt, der 4o oder der 4.5 war ja darauf getrimmt, sage ich mal, tendenziell eher menschliche Texte zu schreiben, während der O3 zum Beispiel mehr so auf die wissenschaftliche Seite rangegangen ist, aber eher nicht so schreiben konnte wie der 4.5er. Und das müssen wir jetzt manuell mitgeben, um dem GPT-5 die Möglichkeit zu geben, sich auch so zu verhalten. Wie gut das funktionieren wird, ob und wann der Turing-Test für GPT-5 rauskommt, damit wir dort mal vergleichen, wie GPT-5 wirklich abschneidet, wie gut sich GPT-5 dahingehend prompten lässt, sich bestimmte Rollen anzueignen und bestimmte Sprachstile. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monate herausfinden und herausfinden müssen. Ich bin sicher, dass OpenAI währenddessen noch einige neue Updates rausbringen wird,
wird und ein bisschen anpassen wird. Und dann haben wir natürlich wahrscheinlich kein großes Update, das sie öffentlich bekannt geben, sondern das werden sie mit einfließen lassen, um, wie damals auch schon mit der Sycophancy, also mit der sozusagen Kriecherei, immer mal so ein bisschen justiert haben, damit ein besseres Ergebnis dabei für die Nutzer rauskommt. Darauf bin ich eben auch sehr gespannt. Wo bleibt denn nun die AGI? Das ist ja die Frage, die wir uns jetzt noch stellen. Arbeitet es autonom? Gibt es jetzt die Agenten? Mehr Agenten als vorher gibt es hier nicht. Das heißt, wir hatten ja schon vorherige Woche den Agentenmodus, der ja sehr viel ermöglicht und auch die Deep Researches. Was hier besonders auffällt, ist, dass das Model oder dass der Agent-Integration über GitHub zum Beispiel wegfällt. Wir haben jetzt zwar noch die Internetsuche, dafür gibt es nur noch Google Drive, es gibt inzwischen OneDrive, es gibt SharePoint, aber ansonsten fallen alle anderen Integrationen momentan weg. Besonders halt die GitHub-Integration, die zumindest grob bestimmte Dinge lesen konnte. Im Agent-Modus haben wir noch etwas mehr, da haben wir wieder natürlich die GitHub-Integration, aber auch Gmail und andere Sachen, die wir verbinden können. Und da kommen die Konnektoren eben zutage, die wir ansonsten, das kann ich euch auch gleich zeigen, in der US-Variante auch in den normalen Modellen integriert haben, wo wir dann auch noch eigene Konnektoren verbinden können. Das zeige ich euch mal, wenn ich mich kurz mal auf den US-Account umlogge oder auf den US-Zugang. So, das habe ich mal kurz gemacht und jetzt sehen wir hier, wenn wir hier draufklicken auf Hinzufügen, dass hier unter Konnektoren verwenden erstmal der Canvas noch da ist, auch direkt als Button, den wir in der EU-Variante nicht haben, und unter Konnektoren verwalten jetzt viele Quellen hinzufügen können. Und da sehen wir direkt mehr Konnektoren, obwohl wir hier nicht im Agentenmodus sind, sondern, also nicht im Agentenmodus, sondern einfach nur das normale Modell mit verschiedenen Quellen verbinden, auch Notion, und haben hier nicht nur das, was wir gerade gesehen haben, sondern auch die Möglichkeit, Konnektoren zu durchsuchen. Das heißt, hier in der US-Variante können wir eigene MCP-Server hinzufügen. Das ist eigentlich besonders cool. OpenAI hatte natürlich sehr rigorose Standards, unter denen sie die MCP-Server zulassen. Das ist seine eigene Challenge, ermöglicht uns aber trotzdem sehr, sag ich mal, frei andere Anwendungen anbinden. Da beginnt tatsächlich so die Agent-Logik letztlich hinter. Eine coole Sache, wir sind jetzt im Europa-Modus, die wir hier auch noch haben, ist das Studieren und Lernen, das glaube ich vorher auch nur in der US-Variante war, das, ja sage ich mal, Studierenden helfen soll, schneller und besser zu lernen. So können wir auch zum Beispiel natürlich im Unternehmen uns sehr schnell neue Technologien aneignen und sozusagen bei dieser Aneignung helfen lassen. Auch ein besonders spannender Punkt, wie man hier ja praktisch agieren kann. Erklär mir ein Thema und dann gehen wir durch und sagen zum Beispiel, zeige mir, wie man in Python entwickelt. Und dann, ja, praktisch ist er etwas mehr darauf getrimmt, wirklich ihr Wissen zu vermitteln auf eine, sag ich mal, eher didaktische Art und Weise. Auch sehr spannend für dich oder deine Mitarbeiter, um Know-how zu erweitern. Was machst du denn nun, wenn du trotzdem noch Sehnsucht nach den alten Modellen hast, zum Beispiel nach 4.1? 4.5 gibt es leider keinen Zugriff mehr drauf, das Modell hat OpenAI komplett eingestellt, aber 4.1, O3 oder andere für oder auf die du gewohnt bist, gibt es noch Zugriff, wenn wir einen bestimmten Weg benutzen, und zwar haben wir die OpenAI Startseite und hier gibt es eine API-Plattform. Und in dieser API-Plattform können wir uns anmelden und kommen dann im Prinzip hier in die Übersicht von OpenAI, in die Plattform-Mode, mit dem wir gezielt Zugriff haben auf ganz bestimmte Modelle. Da können wir jetzt hier ein Projekt anlegen, können ein bisschen Guthaben aufladen und dann ja praktisch direkt reingehen in den Playground und sehen hier Chat, Audio, was auch immer, und haben die Möglichkeit, ja praktisch direkt hier einen neuen zu erstellen und haben hier wieder unsere alten Modelle GPT-4.1, 4 Mini, Nano, O3 und so weiter, auf die wir vorher nicht verzichten wollen, wenn wir noch mit GPT-5
nicht klarkommen oder nicht klarkommen wollen. Wie gesagt, nur 4.5 gibt es hier leider nicht, aber 4.1, denn was man sagen muss, 4.1 hat ein Token-Window, das einfach immens ist im Vergleich zu GPT-5, das nur etwa 400.000 Token in der API-Version kann und damit eben wahrscheinlich in ChatGPT in dem Interface auch nicht mehr kann. Und hier können wir zum Beispiel hingehen, wenn wir das mal als Test machen, gib mir kurz alle Funktionen aus, die ich hier nutzen kann. Und ja, GPT-4.1 legt einfach in gewohnter Manier direkt los. Hier können wir auch nochmal die neuen Modelle sehen, die OpenAI jetzt über die API rausgebracht hat. GPT-5 mit dem 400.000 Context-Length, 128K maximal Output-Token und dem Pricing, das man über die API hat. Dann gibt es hier ein GPT-5 Mini, das du auch als ChatGPT Free-User oder Paid-User mit erschöpftem Kontingent siehst. Aber auch ein GPT-5 Nano, das mit der Intelligenz von GPT-5 kommt in abgespeckter Version, ohne Reasoning, zum Beispiel für die Anwendung von bestimmten Chatmodellen. Und was hier besonders interessant ist, ist das Pricing, denn mit 5 Cent pro 1 Million Input-Token und 40 Cent pro 1 Million Output-Token ist es einfach verdammt günstig und bricht damit selbst, ja, ich würde sagen, das Pricing von Grok 3 Mini, das ja mit als Modell das günstigste ist, was man so in vergleichbarer Qualität erhält. Und soll damit natürlich ein bestimmtes Ziel erfüllen, dort konkurrenzfähig ein sehr performantes, effizientes Tool halt zu liefern, das wir in Chats oder Chatbots und auch anderen Anwendungen nutzen können, ohne halt große Latenz zu haben, wie wir sie jetzt in einem Reasoning-Modell hätten. Überlegst du, wie du KI-Lösungen in deinem Unternehmen integrierst, praktisch die volle Power für dich und für deine Mitarbeiter mit KI, sag ich mal, entfaltest, aber auch wie du, ja, sag ich mal, KI in deine Automatisierung integrierst, wie du Prozesse damit verselbstständigst, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren, mit weiterhin der Transparenz, aber auch trotzdem der Möglichkeit, Dinge so zu automatisieren, dass der Mensch trotzdem in the loop bleibt, human in the loop, wie wir das nennen, und damit Effizienz zu steigern, mehr Kunden zu gewinnen und mit geringeren Kosten deinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich wirklich um die wichtigen Dinge zu kümmern, wie das Kümmern um den Mensch, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch unter rescale.ch/kontakt oder auf Social Media wie LinkedIn, Facebook oder Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und dein Projekt mit dir durchzuplanen und freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis bald, dein Patrick.